Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video den Modus Vorsicht nach den Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmoike erklären. Dein Modus ist die Art und Weise, wie du dein Entwicklungsziel erreichst und dein Leben am kraftvollsten führst. Zum besseren Verständnis des Kontextes empfehle ich dir mein Einführungsvideo in die Modi und mein Einführungsvideo in die Archetypen der Seele und Seelenlehre anzuschauen. Sachte, sachte. Lass mich bitte einen Moment die Risiken abwägen. Lieber Vorsicht als Nachsicht. Peter Graham Lancashire. Der bessere Teil der Tapferkeit ist die Vorsicht. William Shakespeare. Der Modus Vorsicht ist der zweite der 7 Modi. Er befindet sich in der Spalte der Energie 2, deswegen gehört er zur gestaltenden, fantasiereichen und nachdenklichen Grundenergie 2. Zudem liegt er genauso wie der gegenteilige Modus Macht auf der Expressionsebene. Beim Modus Vorsicht geht es somit um den Ausdruck. Alle Archetypen der Energie 1, 2 und 3 sind weiblich und somit ist auch dieser Modus der weiblichen Dualität zugeordnet. Menschen mit weiblichen Modi wirken etwas introvertierter und nach innen gewandter als Menschen mit männlichen Modi. Ich werde jetzt ein paar Fakten zum Modus Vorsicht aufzählen. Interessiert dich dein Modus, kannst du ja mal schauen, ob du mit den Ausführungen in Resonanz gehst. Ist deine Seelenrolle Künstler, wirst du dich vermutlich in einer abgeschwächten Form von der Vorsicht angesprochen fühlen. Sie ist dir der künstlerischen Energie 2 zugeordnet. Menschen mit dem Modus Vorsicht schöpfen ihre Kraft, indem sie sich möglichst achtsam, nachhaltig und bedächtig verhalten. Sie erreichen ihr Entwicklungsziel auf eine behutsame und vorsichtige Weise. Ich gebe am besten gleich Beispiele dazu. Für Menschen mit dem Entwicklungsziel Herrschen wäre es ratsam, mit Hilfe der Vorsicht die Dominanzgelüste zu bändigen. Menschen mit Entwicklungsziel Beschleunigen sollten sich nicht zu schnell fortbewegen, sondern sich achtsam an ein geeignetes Tempo herantasten. Bei diesem Modus geht es darum, sich nicht zu viel zuzumuten und zu sehr zu überfordern. Menschen mit dem Modus Vorsicht steuern nicht zu wild, leidenschaftlich und aggressiv auf ihre Ziele zu. Das bedeutet, dass sie möglichst weitblickend handeln. Sie kalkulieren mögliche Hindernisse und Unwägbarkeiten in ihre Entscheidungsfindung mit ein. Menschen mit dem Modus Vorsicht berücksichtigen in besonderem Maße die Faktoren, die ihr Leben und Handeln begrenzen können. Was sind das für Faktoren? Was begrenzt uns? Zum einen unser Körper, unsere Biologie und die physikalischen Gegebenheiten. Zum anderen limitieren wir uns selbst, beispielsweise durch unsere Stimmungen, Einstellungen, Persönlichkeitseigenschaften und Einschätzungen, was wir für möglich und unmöglich halten. Außerdem setzen uns auch andere Menschen Grenzen durch Erwartungen, Werte, Normen, Moral, Erziehung und Gesetze. Der Modus kann unter Umständen auch in sein Gegenteil umschlagen. Haben Menschen eine starke Aktionsbetonung durch ihre sonstigen seelischen Archetypen, können sie zu stark unvorsichtigem Verhalten tendieren. Der Modus Vorsicht hat den Minuspol Überängstlichkeit und den Pluspol Bedächtigkeit. Menschen im Minuspol Überängstlichkeit lassen sich von ihren Ängsten leiten. Sie gehen an alles mit einer übermäßigen Vorsicht heran. Zudem wehren sie sich gegen jegliche Form der Überforderung. Das macht sie untätig und träge. Sie sehen überall Gefahren lauern. Deswegen erfahren sie nur sehr selten ihre eigenen Grenzen. Sie lernen dadurch nicht, wie sie diese überschreiten und aus sich herausgehen können. Menschen in diesem Minuspol scheuen sich davor, die Herausforderungen des Lebens anzunehmen. Sie weichen potenziellen Schwierigkeiten aus und kapseln sich ab. Ich zitiere die Quelle. Er versucht, sich von Schmutz, von Aggressionen, von heftigen Auseinandersetzungen ängstlich fernzuhalten. Er geht nicht auf die Straße, weil er ausrutschen könnte. Er meidet frische Luft, weil er sich erkälten könnte. Er geht nicht zum Arzt, weil er sich dort anstecken könnte. Er isst nichts, was ihm vielleicht nicht bekommen könnte.
Sein ganzes Leben besteht aus der Überlegung, was alles ihm passieren und ihn bedrohen, ja ihn lebendig machen könnte. Zitat Ende. Menschen im Pluspol Bedächtigkeit sind auf liebevolle Weise umsichtig, bedächtig und rücksichtsvoll. Sie entspannen sich und können ruhig und frei atmen. Stehen Sie vor Entscheidungen, gestatten Sie sich, innezuhalten und abzuwägen. Dadurch befreien Sie sich von Ihren Angstphantasien. Menschen in diesem Pluspol erreichen ihre Ziele, ohne sich zu überfordern und ihre Suche vorzeitig abbrechen zu müssen. Sie sammeln ihre Kräfte, bevor sie in die Tat gehen. Zudem schützen sie sich vor Kopflosigkeit und übertriebenem Risiko. Hast du den Modus Vorsicht oder glaubst du ihn zu haben? Welche Erfahrungen hast du bis jetzt mit dem Modus Vorsicht gesammelt? Kommentiere das gerne unter dem Video. Mich würde auch interessieren, wie du das Video fandest und was ich nochmal näher erläutern könnte. Für mehr Informationen zu den Modi empfehle ich das Buch Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmoyke und zur Erkundung deines Modus das Archetypenhandbuch. Auf der Webseite www.septana.de findest du Trance-Medien, die dir deinen Modus und andere Archetypen ermitteln und dich darüber hinaus noch beraten können. Auf der Webseite www.seelenakademie.org gibt es weiterführende Informationen, Materialien und Möglichkeiten des Austauschs. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und darüber, dass du das Video mit anderen teilst. Wenn du mehr Videos zu den Archetypen der Seele und Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmoyke anschauen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.